Wir haben hier natürlich der neue Renault Austral. Er kommt nicht aus Australien, Running Gag, wo es da ist, sondern wird hier in Europa gebaut. Ist der Nachfolger eines ganz bekannten Fahrzeuges bei Renault, nämlich dem Renault Kadjar. Dem Kadjar. So ein neues Auto. Die ganze Sache hat ja immer was zu tun. Die Fahrzeuge sollen noch leichter werden, noch stromlinienförmiger, noch moderner und so weiter und so fort. Ist das hier gelungen, Markus? Absolut, eine komplett neue Plattform. Komplett neue Plattform, was wir gleich mal sehen. Wie ist das Auto einzuordnen? SUV, hoher Einstieg, Frontantrieb? Frontantrieb. So, und dann große Reifen, das sehe ich. Ist das jetzt ein Elektroauto, ein Benziner? Nein, das hier ist ein Mild-Hybrid, also ein Mikrohybrid, um genau zu sein. Den gibt es auch noch als Vollhybrid. So, Markus, ich grüße dich herzlich. Hallo Sven. Komm, wir machen mal gerade die Pflichtveranstaltung. Das ist er. Austral heißt er. Er ist im mittleren Preissegment, 41.087. Ist der schön ausgestattet, der hier? Der ist fast voll. Fast voll. Heißt Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 Automatik. 160 steht für die Leistung? Richtig, für 160 PS. So, 36.950. Endpreis, ist das euer Hauspreis? Nein, da gehen natürlich noch Rabatte runter. Ungefähr, was kann man ungefähr rechnen im Moment? Wir müssen jetzt die Konditionen abwarten, vor allem auch vom nächsten Jahr. Der ist im Leasing gut einzuordnen. So wie er hier steht, werde ich den darstellen können als, ja, ich sage jetzt mal 340 € pro Monat, ohne Anzahlung. Ohne Anzahlung. Ohne Anzahlung. Laufzeit So wie er ungefähr? hier steht. 3 Jahre? 5 Jahre. 5 Jahre. Kann man auch auf 3 runterschrauben. Mit Kilometern, ich sage jetzt mal so 10.000 pro Jahr. Auch das kann man. Also 10.000 Kilometer, 5 Jahre, 300 und 40 ungefähr. brutto, inklusive Steuer. Inklusive Steuer. Okay, das ist so. Ja, wir sind bei der Autogalerie Saar. Das Ganze hat natürlich noch WLTP-Werte, die werden wir euch auch mal zeigen. Denn die Motoren werden immer sparsamer. Man kann so ein Auto hier tatsächlich bewegen mit 6,3 Litern. Das ist ja ein Auto, 1654 Kilo, ein echter Viersitzer mit drin. Und wir werden auch gleich mal in den Kofferraum reingucken. Also man kann ihn sehr sparsam bewegen. Warte, ich zeige es mal gerade ganz genau. Innerstädtisch nämlich mit 7,6 Liter, am Stadtrand mit 5,9, Landstraße 5,3 und Autobahn 6,9. Mild Hybrid bedeutet, er hat einen kleinen Elektromotor meistens in der Gangschaltung drin, im Getriebe. Ja, der hat ein 12 Volt Sportnetz mit an Bord. Wichtig ist bei der Motorisierung, dass er nicht rein elektrisch fährt, sondern der Elektromotor, der kleine, der unterstützt beim Anfahren oder beim Beschleunigen, also da, wo man Leistung braucht. Wenn du mal gerade einsteigst und das Licht mal gerade anmachst, dann zeige ich mal gerade die Signalisierung, wie der von außen wirkt. Wir machen gleich noch Probefahrt. Da ist er schon, ja, sehr schön, denn das Ganze ist durchgehend mit einem Lichtband. Das wirkt in echt noch ein bisschen schöner. Ja. Fällt es auf, das Auto? Bist du mal durchgefahren? Also die Renault-Fans erkennen es direkt, oder? Nicht nur die, also ich hatte ihn auch am Wochenende mit dabei und ich sage jetzt mal, fast jeder guckt hinterher. Das ist so ein neues Auto. Man kann die Autos ja gar nicht mehr einordnen. Der sieht ja ziemlich bullig aus, breite Reifen hinten, Riesenfelgen mit drauf. Ja. Was ist es hier, 19, 20? 20 in dem Fall. 20 Zoll. Genau, den gibt es auch ab 17 Zoll, von 17 bis 20 Zoll ist alles dabei. Das ist aber heutzutage kein Nachteil mehr, im Gegenteil, oder? Sondern Überhaupt nicht. Straßenlage ist gut? Absolut, und er ist auch im Gesamten jetzt kein riesengroßes Schiff. Also wir haben hier wirklich normale Werte. Oder So. technische Daten und Länge, Maße etc. Also Länge sind wir wahrscheinlich knapp über 4 Meter, 4,50 oder? 4,51, breit ist er 1,83 und hoch 1,62. So, gehen wir auf ein paar Details der Spoiler-Serie hin. In dem Falle ja. In dem Fall ja. Also in der Ausstattung, ja. So, die Ausstattung heißt Alpine sogar. Ja. Was ist da für ein Motor jetzt drin? Also ich sag mal, ist das jetzt ein schwachbrüstiger Motor? Hat der richtig Power? Es ist ein 1,33 Liter Motor mit 160 PS. 1,33 Liter mit 160 PS. Genau, 4 Zylinder. Ja. Das ist Wahnsinn. Ihr holt aus den Motoren unglaublich viel raus. Und das ist ja noch lange nicht alles. Das heißt, also ich sage eine Renault Alpine, 300 PS aus 4 Zylindern, 1,6 Liter, glaube ich, hier. Das heißt also, ihr seid eigentlich so der Spezialist für den Bau von wirklich sehr performanten Motoren. Kommt aus dem Rennsport so ein bisschen. Oder? Absolut. Auch diese Ausstattung, also es gibt auch die normale Techno-Ausstattung und die Techno Esprit Alpine sehen wir später an den Sitzen, vorne am Stoßfänger, grau satiniert. So ein paar optische Merkmale. Die Renault-Fahrer, die Fahrzeuge werden jetzt immer, ich sag mal, designmäßiger abgefahren. Ihr wart ja mal so der, ich sag mal, Pate für neues Design, Avantime.
wenn das irgendwas sagst. Ja, natürlich. Da haben die Leute es noch abgelehnt. Wenn du heute mal die Autos guckst, ja, die sehen ja aus wie der Avon Time vor 20 Jahren. Ihr habt das Design immer vorgelebt so ein bisschen. Also ihr habt Top-Designer. Absolut. Also mittlerweile erkennt man auch, also wir haben auch mittlerweile neueste Technik. Das Ganze hat angefangen im elektrischen Megane E-Tech und jetzt haben wir es auch hier verbaut. Multimedia-System von Google etc. Von Google, das ist ganz wichtig. Also ihr habt da keine, ich sag mal, Experimente gemacht, sondern ihr seid einer der ganz wenigen, die Google Original drin haben, oder? Absolut. Da haben wir einfach gesagt, oder Renault hat einfach gesagt, wer kann das gut und den nehmen wir mit ins Boot. Ne? Autogalerie Saar, ihr seid ein großer Händler, habt mehrere Niederlassungen. Ja, 4 Stück an der Zahl im Saarland, in Saarbrücken, in Neunkirchen, Lebach und Eppelborn. Wir sind gerade jetzt hier in Saarbrücken. So, das Ganze in der Wiesenstraße, eigentlich sehr bekannt. War das hier Standort Nummer 1 oder wo habt ihr angefangen? Nee, angefangen hat das Ganze in Lebach und Saarbrücken haben wir seit 2010. So, Alpine, hier vorne ist es drauf. Ich zeige es mal gerade eben habe ich noch ein Video gedreht über Alpine, denn ihr habt auch Alpine im Programm und das hier ist Esprit Alpine. Das ist so ein, ich nehme an, so ein Sondermodell mit der Ausstattung. Genau, also das Esprit Alpine steht in erster Linie für die Optik an den Sitzen. Dann vorne haben wir einen grau satinierten Stoßfänger. Ich zeig's mal gerade, da vorne ist er grau abgehoben. Ist natürlich bei einem schwarzen Auto, wird es gar nicht auffallen. Hier ist es wirklich toll, oder? Ja, der Kontrast passt. Ja, da ist es. Full LED, das Licht? Full LED und mit integriertem Nebelscheinwerfer. Das bedeutet, das Fahrzeug erkennt die Straßenumgebung und ob Nebel ist oder nicht und würde dementsprechend Lichter zuschalten oder den Kegel verändern. Ihr habt krass das Logo verändert. Also vorher war es ja hier, ich zeige es mal gerade hier vorne, ganz, ganz auffällig, Silber mit und hier ist es ganz dezent. Also wenn du jetzt von vorne guckst, das wird schwer für die Leute, also von hinten zu erkennen, was da kommt, oder? Ja, das steht einfach für die neue Plattform und das Logo haben wir auch im Megane E-Tech angebracht und das wird sich jetzt so durchziehen. Assistenzsysteme, was ist alles verbaut hier bei dem? Viele, also ein paar 30 sind das insgesamt. Also wir haben hier wirklich das teilautonome Fahren Level 2. Er erkennt, was erlaubt ist an Geschwindigkeit, hält die automatisch, hat einen Rückfahr-Notbremsassistent, hat mehrere Airbags, mittlerweile sogar ein Mittel-Airbag. Und hier hinten, da kommt das Benzin rein, Tankvolumen, die haben ja meistens nicht mehr so viel, 40? 55 Liter. 55 Liter. Genau, mit dem Vollhybrid, der noch beim Spritverbrauch ein bisschen besser ist, ist es wirklich möglich, über 1000 Kilometer zu fahren. Ja, das Besondere hierbei ist die Farbe. Das ist im Moment ist ein bisschen grau. Wir drehen heute 30. November. Aber die Farbe ist im Licht nochmal eine ganz andere, oder? Die wirkt so ein bisschen bonbonfarben, so fast, oder? Je nachdem, wie das Licht fällt, ja. Das ist so eine extreme, tolle Metallic-Lackierung. Ja, wir zeigen mal zunächst den Kofferraum, dass wir das mal öffnen. Ja. Bin ich mal gespannt. Nee. Das sind immer so Momente, wo ich immer bete, dass es funktioniert. Aber es funktioniert. Was hast du gemacht? Nur mit dem Fußsensor, also mit dem Fuß unter den Kofferraum gehalten und dann geht er automatisch auf und auch automatisch zu. So, also hier schöne Ausstattung. Mit was ist das hier vergleichbar? Zum Beispiel jetzt von den ganz Großen ist es so im Prinzip ungefähr die Basis Tiguan, kann man das sagen? Ja, das ist ungefähr das Segment, ja. Also Tiguan, SUV. Hoher Einstieg ist unglaublich gefragt, oder? Ja, mittlerweile die Leute, das ist fast schon das wichtigste Kriterium bei vielen. Ja, Rundumsicht werden wir gleich mal hingucken. Wir werden ihn Probe fahren, er ist zugelassen. Man kann ihn auch Probe fahren. Lieferzeit ungefähr im Moment? Plus minus 5 bis 6 Monate. Also aktueller Stand ziemlich flott. So, was ist hier drunter? Darf ich das mal sehen? Nur ein wenig Stauraum. Ein wenig. Jetzt bin ich mal immer gespannt bei euch. Nee, da geht ein ganzer Einkauf rein, wenn man ehrlich ist. Kann man ein bisschen was verpacken, natürlich. Wir haben hier ein Kofferraumvolumen zwischen 520 und 570 Litern, weil ich kann in dieser Ausstattung die Rücksitzbank nicht nur umklappen, sondern auch 1/3 und 2/3 verschieben. Und wenn ich so umlege, haben wir das Volumen von ungefähr 1500. Da müsste ich jetzt lügen. Ja, das können wir gleich mal machen. Das hier ist noch eine schöne Besonderheit. Ihr habt hier noch eine 12-Volt-Dose, das heißt, ich kann direkt die Kühlbox anschließen. Richtig. Gut. Und dann natürlich die Einkaufstaschenhalter. Ja, das meinst du jetzt, ja, ne? Genau. Das hier ist, um vom Kofferraum aus den Sitz umzuklappen. Mach mal bitte, einmal ganz kurz, vielleicht die Seite, dass man das sieht. Das Ganze hat einen riesen Kofferraum. Also ich denke, das ist eigentlich ein ganz tolles Auto für jedermann. Das heißt also auch für Leute mit Family. Absolut, ja. Anhängerkupplung geht? Geht.
Zuglast ist die noch einigermaßen, oder? Von 1300 bis 1900 Kilo. Kommt immer auf den Motor an. Auf dem Motor, Schaltgetriebe auch, nehme ich an, oder? Ja, gibt es auch mit 140 PS. So, das ist jetzt Automatik, die wir fahren? Das ist Automatik. Was ist das für eine Automatik? Ein CVT-Getriebe. CVT. Also das liebe ich ja. Wer übrigens über CVT schimpft, soll erstmal eins fahren, denn es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber du kannst es komplett vergessen, das Getriebe. Also es ist einfach nur, ist ein etwas anderes, also du merkst die Schaltvorgänge fast gar nicht mehr, ne? Kaum. Also wir hatten das schon länger und man muss mittlerweile sagen, es war vorher schon gut, aber mittlerweile echt richtig gut. Also Ich muss dazu sagen, die Japaner haben das so ein bisschen entwickelt und sie gehen einfach nicht kaputt. Es ist also sehr, sehr zuverlässiges Getriebe. Zumachen, wie geht das eigentlich ohne oder da drücken? Über den Knopf Oder auch nochmal mit dem Fuß. Machen wir nochmal. Krass, das funktioniert sogar. Ja, ich habe so oft gefilmt, da musste man an der Stelle abbrechen. Nee, weil es irgendwie nicht funktioniert. Funktioniert nicht immer, das stimmt. Ist so, aber jetzt hat es funktioniert. Klappt's immer. So, Austral, da ist es. Komm, steig mal hinten ein. Deine Größe heute? 1,74. 1,74. Wir klappen noch mal kurz um. Schöne Details sind hier unter anderem die Sitze hier vorne. Guck mal hier, beledert. Und Ja. da siehst du Französische die französische Flagge. Dann zweimal USB-C Ja, in richtig. der Mitte. Auch ganz toll. Das heißt, die Kids können hier ihre Switch hinten betreiben. Genau. Und du sitzt natürlich gut, hast unglaublich viel Kopffreiheit. Also ich bin jetzt nicht groß, aber ich habe hier richtig Platz. Auch nach vorne. Allein schon durch diese Einkerbung im Sitz. Das ist gut. Und ich kann die Sitzfläche hinten verschieben. Und zwar Zeig mal. geteilt. Nochmal schieben bitte. Das geht. Ja, also theoretisch hätte ich jetzt immer noch Platz für eine kurze Fahrt, sage ich jetzt mal. Und die Sitzneigung, ist die auch Die ist verstellbar? nicht verstellbar. Aber die ist ein bisschen geneigt, gell? Ja, klar, sicher. Und der andere Sitz, der ist jetzt geblieben. Also ich kann beide Sitzteile verschieben. Okay, Verschieben. verstehe ich. So, komm mal raus. Das heißt, du schiebst den zurück, dann hast du automatisch mehr hinten Volumen. Ja. Das ist okay. Die Felgen beeindrucken mich. Was toll ist, finde ich immer wieder, ist natürlich das Thema leise sein. Da habt ihr jetzt einiges investiert in Dämmungen, Dichtungen und so weiter. Das sieht man hier eigentlich sehr schön. Absolut. Hilft auch ein bisschen, das Auto sauber zu halten, oder? Ja, natürlich, klar. So, bitte mal schließen. Das Ganze hat eine Colorverglasung. Die ist hier sogar ziemlich stark getönt. Da merkt man, dass das Auto aus Frankreich kommt. Da kannst du nämlich irgendwo in Nizza nicht so ein Auto verkaufen. Ne? Nee, allerdings. Oder- Also auch mit Wärmerückweisung. Ne? So, oben die Reling. Man kann irgendwas transportieren oben. Ihr habt wahrscheinlich einen Superkatalog mit allem. Natürlich, klar. Dachträger, Relingträger in dem Falle, Dachboxen haben wir alles. So, komm, wir steigen mal ein. Dann gehe ich mal auf die Beifahrerseite. Ich sehe hier vorne das Fahrzeug. Elektrische Sitze mit automatischem Zurückfahren. Ja. Das ist ja sensationell. Das Ganze hier mit dem Alpin-Paket, das sehen wir hier. Und was direkt ins Auge fällt, ist natürlich diese riesen Mittelkonsole, die du hier hast. Das ist eine verschiebbare Handauflage. Eine verschiebbare Handauflage. Genau, dass ich meine Hand hier auflegen kann, um besser am Display zu tippen. Ich kann sie nach hinten fahren, dann habe ich vorne zwei Cupholder oder die USB-C-Anschlüsse vorne noch oder hinten ein Staufach. Bitte nochmal schieben. Und hier haben wir die Induktionsladung. In der Mitte. Genau. Endlich kann man das Handy auch mal sehen bei der Induktionsladung. Genau. Das ist immer das Problem, dass man das irgendwo ablegt und dann ist es nicht mehr zu sehen. Ja. Das ist neu, das gefällt mir gut mit der Induktionsladung. Dann hier die Armauflage, Genau. da ein kleines Fach drin. Mach's bitte nochmal zu, die Armauflage. Ist das bequem eigentlich jetzt beim Fahren, die Armauflage? Absolut. Also wir haben hier auch wirklich Materialien verbaut. Leder mit blauen Ziernähten, das ist typisch für Alpin. Das gleiche auch in den Türen. Hier vorne haben wir es abgesetzt. So, die Luftausströmer, sehr modern. Gut, wir haben ein nagelneues Auto. Krass. Guck mal hier, Start, Stop Jawohl. auf der rechten Seite. Dann Multifunktionslenkrad mit drin, mit natürlich der Entertainment-Steuerung unten drunter, wie das jeder Renault hat. Genau. Ich komme mal kurz auf deine Seite, bleib mal sitzen. Ja. Dass ich gerade mal zeige, wie die Fahrertür innen aussieht. Da hast du Chromelemente mit drin, da ist Mikrofaser. Ja. Kennt man ja von der Alpine. Und ja, da sind auch schon die Helferlein. Also hier elektrische Fensterheber, wie man es so kennt, elektrische Parkbremse, automatische Parkbremse. Richtig.
So, und hier hast du Halteassistent, Spurhalteassistent. Abstandstempomat. Das ist sowieso mit dabei und das Ganze halt noch mit zahlreichen Assistenzsystemen erweiterbar. Ein riesen Cockpit, voll digital, beide. Voll digital, 12,3 Zoll und hier nochmal 12 Zoll. Krass. Das ist ja krass. Ja. Ist gut. Ja, absolut. Also das Ganze basiert halt wie gesagt auf Google und das funktioniert. Lenkrad ist höhenverstellbar und Weiten. Ja. In alle möglichen Himmelsrichtungen. Okay. Ja, der Sitz ist voll elektrisch. Ja. Das ist auch eine Besonderheit. Das heißt, also so gar hin und zurück ist elektrisch. Also Ja. wie in der S-Klasse. Absolut, ja. Zeig mal bitte. Und hier hinten dran habe ich die Lehne. Memory auch? Auch mit diesem Mit dem Schlüssel, oder? hat nichts mit dem Schlüssel zu tun, das kann ich im System einstellen. Und er fährt halt auch immer, wenn man das einstellt, zurück, sobald ich aussteigen möchte, sobald ich die Tür aufmache, dann kann ich besser außen einsteigen und sobald ich das Fahrzeug starte, geht er in die Ursprungsfunktion. Ein Komforteinstieg quasi. Genau. Dann haben wir eben gesehen, da fuhr er zurück. Mach mal bitte zu und mach mal die Spiegel mal bitte anklappen. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man das macht. In der Waschstraße bitte dran denken. Also wenn man dran ist, wird da wahrscheinlich nicht direkt was passieren. Das ist das Display. Jetzt sieht man es eigentlich ganz gut. Ja. Das ist voll digital, gut zu lesen. Absolut, also gestochen scharf. Spiegelt nicht groß. Nee, überhaupt von dir nicht. aus? Man sieht es vielleicht in der Kamera jetzt gar nicht so gut, das müsste man sich mal live angucken, aber auch dieses Multimedia-System in der Mitte, das ist vergleichbar mit einem 4K-Fernseher. Also gestochen scharf, wie man das kennt, iPad-mäßig. Genau. So, ich komme mal rüber zu dir, dann fahren wir mal. Denn das Auto hat es wirklich in sich. Es ist ja wirklich mal was ganz Neues. Es ist nicht nur ein Facelift, du sitzt hier wie ein Handschuh. Ja. Es ist krass. So, machen wir mal zu. Jetzt fährt der Sitz automatisch uns nach vorne. Genau. Warte, ich gehe mal ganz kurz, schau mich mal an. Das mal haben. Und wenn du gerade ein bisschen leiser machst, sei mal so lieb. Natürlich. Dann zeigen wir mal gerade, das ist das große Display. Ja. Dimensionen fast wie elektrischer Tesla hier in der Mitte. Ja, so kann man es vergleichen. Also wie gesagt 12 Zoll. Boah, es ist gestochen scharf. Also das sind übrigens diese Streifen, die ihr vielleicht jetzt seht, die kommen von meiner Kamera und nicht vom System. Wegen der Synchronisierung. Ich kann hier natürlich auch zoomen, ne? Also Das ist Google Maps. das ist Google Maps, ne? Hat der eine SIM-Karte direkt eingebaut? Also das heißt, die Datenverbindung geht nicht übers Handy? Nee, Die geht direkt. Hat nichts mit dem Handy zu tun. Er ist Tethering-fähig. Also ich könnte, wenn ich jetzt mal irgendwo unterwegs bin, wo ich eine schlechte Verbindung mit dem Auto habe und mein Handy hätte eine gute, kann ich von meinem Handy auch Hotspots dem Auto geben quasi. Software-Update over the air. Geht das? Over the air. Passiert automatisch. Und nicht nur das, auch das ist das Gute an Google. Google aktualisiert das Kartenmaterial alle 3 Monate. Und es ist hier auch für einen Zeitraum von 3 Jahren enthalten. Also alle 3 Monate wird dieses Update gefahren, automatisch. Ich mache mal einen Test, also ich habe es noch nicht probiert. Hey Google, wie ist die Uhrzeit? Es ist 12:13 Uhr. Krass, man kann es bedienen wie... Funktioniert, ja. Hey Google, wann ist das nächste Deutschlandspiel? Morgen um 20 Uhr trifft Deutschland auf Costa Rica. Das ist echt Google. Das ist Wahnsinn, ja. Hey Google, ich stelle Timer 60 Sekunden. Tut mir leid, auf diesem Gerät kann ich Timer... Das darf er nicht. verwalten. Okay, das ist cool. Ich kann natürlich auch vieles steuern, was das Auto betrifft. Hey Google, Klimaanlage 20 Grad. In Ordnung. Die Klimaanlage wird auf 20 Grad geändert. Ach, ist das geil? Absolut. Das ist gut. Ja. Das habe ich ja schon mal gesehen, das Google. Aber das ist jetzt noch mal einen Ticken besser, ne, als das. Ja, In welchem Wagen hat man das gesehen? Im Megane E-Tech, im elektrischen. Da war das drin. Dann hier, guck mal. Ja, da hat ja Volkswagen drüber geschimpft, dass sie gesagt haben, wir wollen wieder normale Schalter haben. Ihr habt Touch drin. Ich fand die Touch immer gut. Ist auch im Cupra so. Ja. Es ist damit eingebaut. Also ihr habt jetzt Touch-Schalter mit drin. Da sind schon Knöpfe, ne, richtig. Ja, okay. Cool. Da habe ich jetzt hier das Google Navi in die Mitte projiziert. Ich persönlich finde es auf der rechten Seite besser, weil ich hier nicht zoomen kann. Okay, verstehe. Aber es geht. Ja. So, er hat eine Kennzeichenerkennung, hat er? Ja, und auch die Möglichkeit, dass der Tempomat auf die erlaubte Geschwindigkeit beschleunigt oder runterbremst. Komm, ich probiere noch mal was aus. Hey Google,
Fahr mich zur Medien Saarland GmbH. Die Adresse Fahr mich zur Medien Saarland GmbH kann ich leider nicht finden. Na cool. Wo möchtest du hin? Medien Saarland GmbH Saarbrücken. Alles klar. Medien Saarland GmbH auf der Angela-Braun-Straße wird als Ziel gespeichert. Hier lacht er. Komm, wir fahren mal dahin. So, Werbeagentur, da ist es. Medien Saarland GmbH schließt eventuell innerhalb einer Stunde nach deiner Ankunft. So, es ist saugeil, das Original Google. Ja. Ohne dass du ein Handy koppeln musst, nix. Nee, brauchst du nicht. Komm, wir fahren mal hin. Ist nämlich hier ums Eck. Oh, ist der leise. Absolut. So, und der ist jetzt kalt, gell? Er ist jetzt kalt, ja. Sag mal, merkt man Dreizylinder überhaupt noch irgendwie? 3-Zylinder. Ja, dass es ein Dreizylinder Nee, ist. in dem Fall ist es ein 4-Zylinder. Ist ein Vierzylinder. Ja, der Vollhybrid, das wäre ein 3-Zylinder. Ah, jetzt habe ich verstanden. Genau, okay. der hat nämlich einen 130 PS starken Benziner drin, zusätzlich 70 PS Elektro. Jetzt noch eine Frage, der Vollhybrid hätte auch 0,5% Versteuerung, auch nächstes Jahr, weißt du das? Was das angeht, bin ich gerade überfragt, wie Okay. das nächstes Jahr geregelt ist. Aber nächstes Jahr, also es wird sich ein bisschen was ändern, wir schreiben es mal rein. Genau. Das hier ist jetzt ein Mild-Hybrid, das bedeutet also, der Kraftstoff wird ein bisschen gespart, ist nicht die Welt, aber es hilft praktisch beim Anfahren, beim Beschleunigen, immer dann, wenn er ein bisschen Kraft braucht. Genau. Und der wird gespeist durch die Bremsenergie, oder? Auch, beziehungsweise Aufgeladen. aufgeladen durch Bremsenergie, durch vorausschauendes Fahren. So, dann fahren wir los. Wir können uns gleich mal ein paar Sachen noch angucken, nämlich Rückfahrkamera. Jetzt siehst du, hier oben ist auch eine Navigationshinweisung Auch. gleich eingeblendet. Jetzt geht es ja rechts ab. Fahr So nach ist es Westen. richtig. Fahr nach Westen. Du weißt natürlich, wo das ist, Ich Westen. weiß, wo das ist, natürlich, klar. Ja. Fahr nach Westen. Hey Google, Sitzheizung an. Gerne. Die Sitzheizung auf der Fahrerseite wird eingeschaltet. Auf der Fahrerseite. Ja. Cool. Hey Google, Sitzheizung Fahrerseite aus. Gerne. Die Sitzheizung auf der Fahrerseite wird ausgeschaltet. Das ist krass. Ja, Ich saß noch nie hier drin ja, und es geht. es funktioniert ohne Probleme. Das kenne ich so nicht. Es ist, Rechts abbiegen. Danach befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. so, wir sind auch gleich da. Hey Google, wie lange brauche ich nach Koblenz? Für den Weg nach Koblenz brauchst du bei aktuell wenig Verkehr ca. 2 Stunden und 8 Minuten. Das ist krass, geht alles. Wunderbar, ja. So, guck mal hier, Medien Saarland, wir sind da. Komm, wir fahren mal ein bisschen. Mal gucken. Die Windschutzscheibe ist beheizt. In dem Falle ist sie beheizbar, ja. Okay. Ja, also da haben wir wirklich von der Technik her was wirklich Weites. Ne? Also es gibt auch eine Allradlenkung, die ist hier jetzt nicht verbaut. Dass man das mal vergleichen kann, das Fahrzeug hat einen Wendekreis von 11,40 Meter. Über diese Allradlenkung, das ist eine mitlenkende Hinterachse, habe ich einen Wendekreis von 10,1. Das sind Welten. Und wenn man es mal vergleicht, ein Clio hat 10,4. Also wir haben hier wirklich einen Wendekreis von einem Kleinwagen. So, hier haben wir zweimal USB-C, da könnt ihr uns gucken da drin. Da sind nochmal 2 große Getränkehalter. Hier habe ich keinen Flaschenhalter, oder doch? Hier in der Tür. Weißt du es? In der Tür? Ja. Bei dir? Kein Flaschenhalter in dem Sinne, nur ein Ablagefach, sage ich So, jetzt aber mal. hier würden wir auf jeden Fall die kleinen Flaschen schon mal reinkriegen. Ja, absolut. So, ich mache mal hier auf. Also das ist übrigens die Luftausströmung. Das ist das Handschuhfach. So, jetzt bist du in Multisense Komfort, hast du gewählt. Ich bin im Moment im Komfortmodus, den kann ich mir konfigurieren. Gibt natürlich auch einen Sportmodus oder einen Eco-Modus für sparsames Fahren. Und kann mir hier auch die Umgebungsbeleuchtung einstellen, wie ich es möchte. Ne, dann ändert sich auch die Ambientebeleuchtung in den Türen. Ihr wollt es aber wissen hier mit dem Auto, oder? Wir wollen es wissen, ja. Ansonsten habe ich aber hier in den Einstellungen auch die Fahrassistenten. Abstandswarner, toter Winkelwarner, klar. Wir haben hier sogar einen toten Winkelwarner mit Lenkeingriff, der also wirklich, bevor was passiert, eingreift. Das heißt, es ist jemand links und du willst nach links fahren. Dann würde er Genau, gegenlenken. so ist es, ja. Er hat auch einen Fahrerüberwachungsalarm. Also der erkennt jetzt beispielsweise, wenn rechts ein Fußgänger am Zebrastreifen steht, der springt auf die Straße, der hat dann natürlich auch einen Notbremsassistent. In dem aktiven Driver-Assistent ist es auch so, wenn du jetzt mal überholst und bist auf einer Landstraße und überholst und dir kommt einer entgegen, das würde das Fahrzeug erkennen und würde dann auch eingreifen.
Also das heißt, er tut alles, damit das Auto und du heil bleibst. Richtig. Oder wenn ich drohe, von der Straße abzukommen, würde er eingreifen. So Isofix außen? Ja, an den äußeren Sitzplätzen hinten. Vorne aber auch. So, und das ist übrigens, ich bin ja 1,83, habe den Sitz jetzt natürlich nicht ganz hinten. Ich kann ja mal ganz nach hinten machen. Sag mal, das hier wäre ja auch ein beliebtes Taxi, oder? Absolut. Oder? Absolut. Ich habe auch hier mal die realistische Darstellung eingestellt. Das heißt, das Fahrzeug sagt mir genau, vor mir ist ein größeres Auto. Teilautonomes Fahren habe ich jetzt probiert bei einem deutschen Fahrzeug, war eingebaut, ich drücke auf den Knopf und dann hält der wahrscheinlich die Spur, hält den Abstand zum Vordermann, adaptiert per Schilder automatisch die Geschwindigkeit. Absolut. Also das sind alles Einstellungen, die ich auch ausstellen könnte. Na, ich kann das hier... Ach, angepasst an Tempolimits. Richtig. Das heißt, ich kann gar nicht mehr, kann ich auch sagen, plus 5 km/h? Ja, in dem Fall sind es plus 4. Plus 4 km/h. Also ich kann es einstellen, ja. Ja, warum? Man ist ja meistens, wenn man exakt fährt, ein kleines Hindernis und die meisten fahren ja so 4-5 km/h mehr. Ja. Das habe ich gemerkt, wenn du nämlich strack nach, ich sag mal 50 km/h fährst und so, also ein paar Kilometer drüber, Ja. darf man ja nicht, aber das machen ja alle. Also es ist ja. Richtig. Und jetzt vielleicht mal... Du machst nichts gerade. Ich mache gar nichts. Das Fahrzeug bremst. Einmal wie im Auto. Das Fahrzeug würde aber auch bremsen wegen dem Kreisverkehr, weil er passt sich auch dem Straßenverlauf an. So, der weiß, dass Kreisverkehr ist und fährt langsamer. Genau. Also, dass du nicht aus der Kurve fliegst. So ist es. Wenn es kalt ist, merkt er das? Inwiefern? Dass er irgendwie vorsichtiger fährt, oder? Ach so, mit dem Untergrund? Ja. Ja, in gewisser Weise, aber das sollte man vielleicht doch selber alles in die Hand nehmen. Das teilautonome Fahren ist sensationell. Also ich habe das wirklich mal ausprobiert. Es funktioniert immer besser. Und ja, ich kenne das natürlich aus dem LKW. Da benutzt es die ganze Zeit. Ja. Der Lenkeingriff, den können wir gleich mal gucken. Ist der weich oder hält der das in der Mitte, das Auto? Das geht ab 65 km/h aber erst. Okay, kann man gleich mal auf die Autobahn fahren, mal probieren. Klar. Hier haben wir die A620. Wir sind gerade im Stadtteil Burbach. Ihr seid unweit von Burbach in Malstadt. Ganz genau. Gegenüber ist, glaube ich, Vielleicht ganz kurz, das Fahrzeug bremst jetzt bis zum Stillstand. Ne? automatisch. Genau, also ich lenke nur. Und was musst du machen, damit es wieder anfährt? Wenn es jetzt relativ schnell weitergeht, macht er das selber. Ansonsten muss ich entweder das Gaspedal antippen oder hier einmal einen Hebel hochdrücken. Also ich zeige es mal. Risikobereiche anzeigen. Dann hat er Geschwindigkeitsbegrenzung anpassen. Angepasst an Tempolimits, angepasst an Straßenverlauf. Okay. Spurhaltesystem. Der weiß genau, wo du stehst gerade, gell? Ja, ja. Und das Gute ist, dass dieses Spurhaltesystem auch funktioniert, wenn mal keine Fahrbahnmarkierung auf der Straße ist, weil er das über Kameras regelt. So, das ist jetzt Multisense Komfort. Er stellt aber nicht das Fahrwerk an, oder? Das wenn ist ich auf den Sportmodus gehe, schon. Und wie macht er das? Das Fahrwerk nicht, aber die Gasannahme und die Lenkung wird verändert. Okay, das heißt straffer. Genau. So, Verbrauchssitze, Luftqualität, Driving Eco, Fahrerassistent, Parkassistent, er parkt. Ist das einfach, das Einparken automatisch? Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Also, liebe Männer, meistens parkt das Auto besser ein als ihr. Denn es würde sogar in Parklücken einparken, wo man sagt, naja, ich weiß nicht genau, ob ich da reinpasse. Absolut. Er misst die Parklücken aus, gell? Ja, absolut. Er hat auch einen Rückfahr-Notbremsassistent. Das heißt, bei nicht bewegenden Gegenständen, beispielsweise einen Pfosten oder was, würde er auch im Rückwärtsfahren eine Vollbremsung machen. Das können wir ja direkt mal ausprobieren, glaube Ja, ich. besser nicht. Besser nicht. Eine Vollbremsung machen. Ja, wir haben das mal ausprobiert mit Schaumstoffteilen. Das ist ganz witzig, die kann man aufbauen und das mal simulieren. Und das funktioniert. Also die ist bloß sehr ungewohnt. Man denkt, man wäre aufgefahren, weil der voll in die Eisen geht. Oder ist hier auch so, oder? Ja, klar, natürlich. Also ausprobieren würde ich es jetzt nicht, um es zu zeigen. So, was ist noch? Komfort hast du jetzt? Was gibt es noch? Es gibt noch, also das kann ich natürlich hier einstellen. Ich habe aber auch hier die Schnelltaste Multisense und dann sehe ich hier in der Mitte auch Komfort, Eco-Modus, sparsames Fahren, Sportmodus. Okay. Wie man es so kennt. Ganz genau. Ist das schwer zu bedienen eigentlich? Oder? Das Fahrzeug, das Multimedia-System an sich? Ja, wenn ich jetzt nicht studiert habe oder so. Finde ich persönlich schon, weil es ist aufgebaut wie ein Handy. Ja, das muss man schon sagen. Also ich kann hier auch wirklich runterziehen, habe meine Infos. Einfach zu bedienen, meinst du? Absolut. Ich habe hier Google News. Ne? Jetzt spielt er mir die Tagesschau ab.
Okay. Na, Die Tagesschau in 9 Sekunden. ganz genau. Ja, aber wie gesagt, ich bediene ja viel über Google, muss ich dazu sagen. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die dann kommt. Cool, aber was mir auffällt, ist, dass das Logo ist, also hier Display ist unglaublich gut entspiegelt. Das heißt, man hat also eine ganz, ganz tolle Sicht auf das Display, auch von der Seite her. Ja. Es spiegelt so sehr gut, aber es hat eine extrem gute Entspiegelung. Das sieht jetzt zwar so aus, aber aus der Fahrerseite her gibt es wirklich nichts zu bemängeln. Nee. Auf der rechten Seite siehst du die Umdrehungen 1,x. Das ist auch digital nochmal. Jawohl. Hier kommt gerade, wir fahren mal auf die Autobahn Richtung Luxemburg. A620 und hier, oh ja, erst CVT. Ja, da kommt schon was. Kommt. Das ist ja wichtig, dass du die Flucht nach vorn auch mal nutzen kannst, also gerade auf Auffahrten. Absolut, klar. Wenn man es braucht, kommt was. Adaptiver Regler bereit. Was ist zu tun? Was musst du drücken für adaptiv? Also, Tempomat einschalten, dann hoch zu Reset Plus. Okay. Dann regelt er das. Das war's. Dann regelt er das. Genau. Er hält die Spur auch. Das ist eingestellt. Er hält auch die Spur. Er hat die 120 erkannt. Er beschleunigt auf 120. Bremst jetzt nochmal ein kleines bisschen runter. Er lenkt selber. Er hält auch einen Abstand, der zulässig ist zum Vordermann. Ne? Absolut, den ich mir einstellen kann. Wichtig ist, teilautonomes Fahren Level 2 bedeutet, man darf nicht das Lenkrad komplett aus der Hand geben. Also nach 10 Sekunden Lenkrad loslassen, würde er auch maulen mit mir. Wenn ich aber eine Hand am Lenkrad lasse, dann lenkt er auch automatisch, fährt automatisch. Das sowieso, ne? Ja. Er hält mich jetzt per se in der Mitte der Spur. Also ich könnte jetzt, was weiß ich, nach Frankfurt fahren. Er würde automatisch lenken. Genau, er lenkt auch um Kurven. Die Kurven sollten jetzt nicht zu scharf sein. Also das macht er jetzt nicht bei einem Kreisverkehr. Aber zum Beispiel lange Autobahnfahrten, wenn ich jetzt mal, ich sag mal, unachtsam bin, kann nicht mehr so viel passieren eigentlich, oder? Das heißt, er hält auf jeden Fall Abstand zum Vordermann. Er würde auch Fußgänger erkennen. Fußgänger und Fahrradfahrer. Erkennung und bremst auch. Ja. Ja, großer Wurf, oder? Da kommt was, ja? Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich gut. Auch, ja. Sag mal, so ein Basismodell, kriegt man da schon ein Auto für 30, wenn ich den ein bisschen... Also er beginnt bei 30,5. Dann haben wir die Equilibre-Ausstattung mit 140 PS Schaltgetriebe. Da haben wir nicht dieses große Cockpit, wir haben ein 9 Zoll System ohne integriertes Navi und eine Einpackhilfe hinten Serie. Google auch dann in dem Fall? Nein. Nein, okay. Das heißt, Google ist dem vorbehalten, aber ehrlich, wenn ich das Geld hätte, würde ich das auf jeden Fall in Google investieren. Das ist eine feine Sache. Absolut. So, das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, hey Google, bring mich zu der Autogalerie in Saarbrücken. Nach Autogalerie Saarbrücken EK navigieren. Cool. Funktioniert. So, zeigt das an, sagt, er muss abbiegen. Hey Google, abbrechen Navigation. Diese Adresse kann ich leider nicht finden. Wo möchtest du hin? Stopp. Ist ja goldig. Hey Google, stoppen Navigation. Diese Adresse kann ich leider nicht finden. Achso, du musst erst, Wo möchtest du hin? erst wahrscheinlich sagen Navigation. Abbrechen. Route abbrechen. Entschuldige, das verstehe ich nicht. Bitte du. Hey Google, Route abbrechen. Okay, verstanden. Das heißt, 1, 2 Sachen. Er ist ja sehr natürlich mit der Erkennung. Das heißt, also er kennt sehr, sehr viel. Absolut. Was ich interessant finde, ist das Wetter. Hey Google, wie ist das Wetter in den nächsten 10 Tagen? Von morgen bis Montag wird es in Völklingen meist bewölkt, aber am Freitag gibt es Regen und Schnee. Die Temperaturen fallen von morgen bis Samstag von 7 auf 3 Grad, dann steigen sie bis Montag auf 4 Grad. Die Tiefsttemperaturen liegen morgen bei etwa 2 Grad, danach liegen sie am Freitag bei 1 Grad und liegen dann am Samstag bei 1 Grad. Danach bleiben die Werte Sonntag konstant bei etwa 1 Grad und liegen am Montag bei 2 Grad. Von Dienstag bis nächsten Samstag gibt es Regenschauer bei Tiefstemperaturen um die 1 Grad.
Die Temperaturen liegen von Dienstag bis nächsten Donnerstag bei etwa 4 Grad und bleiben dann bis nächsten Samstag konstant bei 3 Grad. Krass, das heißt, er sagt nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, sondern macht ein Gespräch draus. Ja, jetzt wissen wir es ganz genau. Nee, war cool. Ja, also mich hast du überzeugt. Jetzt müssen die Leute das Auto gut finden. Das ist ja auch Geschmackssache. Der eine mag es, der andere nicht. So ist es ja immer. Und Probefahren, ganz Probefahren, glaube ich, oder? Absolut. Das Ganze machen. Hybrid kommt wann, der Vollhybrid? Und da kriegen wir im Dezember noch welche. So ist der aktuelle Plan. So, ihr kriegt ganz viele Elektrofahrzeuge noch im Dezember. Das heißt, wo viele sich vielleicht schon mit Weihnachten beschäftigen, habt ihr den Dezember Vollgas zu tun, denn ihr liefert noch ganz viel aus. Ihr seid einer der Pioniere im Bereich Elektro. Absolut. Also das meistverkaufte E-Auto in Europa, den Renault Zoe, den haben wir seit 2013. Aber zu den ganzen Elektroautos noch der Hinweis, die sind leider eigentlich alle verkauft. Also da Im Moment. hat viel zu tun mit Auslieferungen, aber... Die kommen. Also das heißt, die kommen, werden ausgeliefert, denn ganz viele werden nämlich noch bis zum 31.12. ausgeliefert. Das war so ein Renault-Versprechen. Genau. Und die haben das auch gehalten? Die haben das gehalten. Also im Moment sieht es so aus, dass alle Autos wirklich kommen. Was ja ist, ja, nächstes Jahr gibt es ja noch einen Zuschuss. Das heißt, der deckt alles ab, voll elektrisch. Benziner, ist der Benziner tot? Oder ich sag mal, hat der jetzt eine Renaissance erlitten mit diesen hohen Energiepreisen? Nee, das eigentlich überhaupt nicht. Also es ist immer noch ausgewogen, wie es bisher auch war. Das heißt, die Leute kaufen noch Benziner? Ja. Gut, jetzt ist der ja recht sparsam. Es ist so, also auch ein tolles Auto für Kurzstrecken, denke ich mal, oder? Ja. Gerade der Vollhybrid. Ne? Beim Vollhybrid muss man jetzt sagen, man hat die Möglichkeit, innerstädtisch 80% elektrisch zurückzulegen. Das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Okay, das heißt, ich lade ihn noch auf. Nein? Okay, das Nein, heißt, der wird über das Stoppen wird er geladen. Ganz genau. Man kann rein elektrisch fahren, plus minus 3-4 Kilometer. Das heißt, wenn ich innerstädtisch unterwegs bin, habe ich den Großteil elektrisch zurückgelegt und das Ganze macht er auch bis 60 km/h, wo er rein elektrisch fahren kann. Ist natürlich aber jetzt ein Rechenexempel. Ich nehme an, der wird ein bisschen teurer sein. Aufpreis sind um die 5.000 €. Also da muss man einfach langfristig rechnen und überlegen. Das heißt, der Vollhybrid ist sparsamer, aber kriege ich das jemals raus, wenn ich zum Beispiel nur 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr fahre, dann wird es eng, oder? Ja, bei 2.000, 3.000 Kilometern wird man jetzt keine Ersparnis haben. In dem Sinne, es ist vielleicht ein schöneres Fahren, für jeden das Seine. Ne? Ja, wo kann man das Auto in Probe fahren? Ihr habt 4 Niederlassungen. Ganz genau. Lebach, Eppelborn, Neunkirchen und bei uns in Saarbrücken. Und da kriegen wir jetzt auch noch ein paar Autos, freie Autos, die auch verfügbar sind zum Kaufen. Wir fahren gerade von Völklingen auf der A26 Richtung Saarbrücken. Heute ist der 30. November 2022. Morgen großes Spiel. Allerdings ist es eine komische WM, muss ich sagen, im Winter. Ja. Also ist es Deutschland gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen spielen die? Ich weiß auch nicht. Das weiß nur kein Mensch. Nee. Das ist so, also seltsam. Und fahren gerade 120. Er erkennt automatisch die Kennzeichen, würde auch die Geschwindigkeit adaptiv ändern? Ganz genau. Also er macht es im Moment auch. So, sagt 124, das ist eingestellt. Das dürften wahrscheinlich nach Google, Tacho, GPS, sind es wahrscheinlich 120, oder? Das sollte passen, ja. Okay, ja, vielen Dank. Danke auch. Markus Piras von der Autogalerie Saar, diesmal in Saarbrücken. Das Ganze könnt ihr aber auch in jedem Autogalerie Saar Unternehmen Probe fahren. Tschüss, danke. Tschüss, danke.